Czyli to już się kameruje. Hi, ich heiße Adam und ich bin Fullstack-Entwickler bei VMPL und ich möchte Ihnen das Thema Serverless vorstellen. Serverless ist ein Cloud-Service-Modell, bei dem sich der Entwickler oder Architekt ausschließlich auf die Erstellung von Geschäftslogik konzentriert und nicht auf die Infrastruktur, auf der sie ausgeführt werden soll. Da es aber ein Cloud-Service ist, um es besser zu verstehen, würde ich gerne ein paar Worte über Cloud sagen. Cloud nimmt die gesamte IT-Infrastruktur, also wie zum Beispiel Kauf von dem Server oder physischer Festplatten, aus der Organisation heraus und übergibt die Verantwortlichkeit dafür an das Unternehmen, an das wir dafür bezahlen. Die gesamte herausgezogene Infrastruktur verfügt über ein Verwaltungspanel, das über die Command Line oder den Browser verfügbar ist. Da existiert keine offizielle Definition des Clouds. Man könnte aber sagen, dass das ein Typ des internetbasierten Computing ist, das gemeinsam genutzte Verarbeitung, Ressourcen und Daten für Computer und andere Geräte bei Bedarf bereitstellt. Hier der Ausdruck bei Bedarf ist der Schlüssel. Brauchen wir plötzlich 20 Server mit hoher Rechenleistung? Die Cloud wird uns das mit einem Klick anbieten. Müssen wir einen kleinen Service aufstellen? Die Cloud wird es uns ermöglichen. Und das alles mit minimalem Wissen über den Hardware. Alles, was wir tun müssen, ist unsere Dienste zu konfigurieren und das war's. Die potenziellen Vorteile solcher Lösungen sind auf den ersten Blick sichtbar. Senkung der Betriebskosten, größere Flexibilität und Dynamik des Softwareentwicklungsprozesses und damit schnellere Wertschöpfung in Form von neuer Anwendungs- oder Systemfunktionalitäten. Serverless geht noch einen Schritt weiter und ist eine Lösung, die uns die Verwaltung der Anwendung und deren Konfiguration wegnimmt. Einzige, was der Entwickler machen muss, ist den verpackten Code in einem Serverless-Service wie zum Beispiel AWS Lambda hochladen. Nach kurzem Deployment-Prozess ist unser Service bereit, um die entsprechenden Aufgaben zu erfüllen. Eine der spektakulärsten Geschichten mit Serverless in der Hauptrolle bezieht sich auf ein Projekt für das Australian Bureau of Statistics anlässlich der 5-jährigen Volkszählung. Das Hauptelement des erstellten Systems war eine Webanwendung, die dem Benutzer die Möglichkeit gab, eine Online-Umfrage auszufüllen und ihre Daten zur Volkszählung hinzufügen. Die Kosten des Projekts etwa 10 Millionen $, von denen über 400.000 für Tests budgetiert waren, die das System auf eine Last von 1 Million Aufrufen pro Stunde vorbereiten sollten. Dies erwies sich leider als unzureichend. Am Abend, am selben Tag nach dem Start des Systems, reagierte die Anwendung nicht mehr auf Benutzeranfragen. Es wurde ausgeschaltet und die Wiederherstellung seines Betriebs dauerte mehr als einen Tag. Eine Woche nach der Umfrage gründeten 2 Studenten während eines der Wochenende-Hackathons ein Projekt namens Make Census Great Again. In 24 Stunden erstellten sie eine Kopie des Systems für die Durchführung von Online-Volkszählung unter Verwendung serverloser Services, die in Amazon Web Services verfügbar sind. Sie haben eine statische Webseite in S3 gehostet und AWS Lambda, um die Requests zu bearbeiten, benutzt. Die App hat erfolgreich Tests bestanden, bei denen eine Belastung 4-mal so groß simuliert wurde wie auf dem offiziellen System. Alles unter einem Budget von weniger als $500. Die beiden kannten AWS vorher nicht. Sie haben nur die Anwendung geschrieben und AWS hat sich um Skalierung gekümmert. Natürlich muss man bei der Bewertung von dieser Geschichte eine gesunde Skepsis bewahren. Der Teufel steckt im Detail und wir kennen nicht diejenigen, die die Ausschreibung für das offizielle System betreffen. 2 Schlussfolgerungen lassen sich mit Sicherheit ziehen. Das System könnte billiger und besser auf erhöhte Belastung vorbereitet werden und serverlose Dienste ermöglichen eine hohe Skalierbarkeit von Lösungen mit geringem Zeit- und Kostenbereich zu erreichen. Ist also Serverless die beste Lösung für jeden? Leider nicht. Ich kenne ein Beispiel von Unternehmen, wo Serverless zu sehr hohen Kosten geführt hat. Die Architektur war ein API-Gateway verbunden mit Kinesis Stream, sodass Lambda die Batches aus dem Stream bearbeiten konnte. Dieses System funktionierte über ein Jahr lang fantastisch. Es skalierte sehr leicht, erforderte fast null Aufmerksamkeit, aber dann mehr Teams und Projekte im Unternehmen
begannen sich mit ihm zu verbinden. Dann ist die Rechnung bis $16.000 monatlich gestiegen. Um solche Kosten zu vermeiden, haben sie die Anwendung von Node.js auf Elixir umgeschrieben und es läuft im Kubernetes Cluster auf 3 Nodes und kostet $150 monatlich. Also mit Vergleich mit 16.000, der Unterschied ist riesig. Man muss also im Kopf behalten, dass in Serverless-Welt bezahlt man pro Request. Zum Beispiel API Gateway kostet $3,50 pro Million Requests. Das klingt wie nicht viel, aber wenn man Millionen von Requests jeder Stunde bearbeitet, dann die Rechnung am Ende des Monats kann riesig werden. Genau deswegen muss man auch die rekursive Lambdas vermeiden. Serverless ist also nicht perfekt für jeden Use Case. Bevor man sich auf die Lösung entscheidet, muss man es ordentlich analysieren und abrechnen. Mit kleinen Lasten verursachen sie praktisch keine Kosten und sind jederzeit darauf vorbereitet, um Produktionslasten anzunehmen. Dienste, bei denen wir häufige und vorhersehbare Lastspitzen beobachten, werden auch gute Kandidaten für die Implementierung mit serverlosen Lösungen sein. Das gleiche gilt für die Aktionen, die in regelmäßigen Abständen ausgeführt werden, zum Beispiel Cronjobs. Für Anwendungen, die mit einer gleichmäßigen, hohen Last ausgeführt werden, ist die Verwendung serverloser Dienste nicht kostenoptimal. Man muss jedoch immer den Preis nicht nur der Infrastruktur selbst berichtigen, sondern auch die Arbeit der Personen, die sie verwalten. In jedem Unternehmen wird die Abrechnung anders sein. Was wird billiger bzw. besser zu unterhalten? Ein DevOps und technische Infrastruktur oder serverlose Dienste? Die Frage muss sich jeder selbst beantworten. Zusammenfassend, Serverless in richtiger Hände, in richtigem Projekt kann eine sehr effektive, skalierende und kostsparende Lösung sein. Man muss sich aber merken, dass das keine goldene Mittel für jeden Tipp von den Businesses ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören uns oder sehen nächstes Mal.